Pizzaofen, Pizzaschaufel, Pizzastein, Laserthermometer. Aber was brauchen wir eigentlich, um zu Hause eine richtig leckere Pizza zu backen, die noch dazu schmeckt wie beim Italiener? Woher beziehen wir diese Pizzautensilien und worauf sollen wir achten? Und das nicht nur beim Kauf. Ja, in diesem YouTube-Mehrteiler stelle ich euch die Pizza-Grundausstattung vor. Und wir legen auch schon gleich los mit dem ersten Teil, dem Pizzastein. Im nächsten Video stelle ich euch dann die Stahlplatte vor. Die erste Frage wäre die der Bezugsquelle. Wo kaufe ich einen Pizzastein? Das ist relativ einfach. Hier geht ihr entweder in einen gut sortierten Küchenfachhandel, in ein großes Kaufhaus oder bestellt den Pizzastein online. Aber worauf sollt ihr achten? Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber achtet, dass der Pizzastein auch in euren Ofen passt. 35 cm x 35 cm sind hier eigentlich eine relativ gute Startgröße. Was die Dicke angeht, so empfehle ich euch hier eher einen dünnen Pizzastein. Der hier hat 1 bis 1,5 cm Stärke. Ganz einfach aus dem Grund, weil die dünnen Pizzasteine sich sehr schnell aufheizen und auch nach dem ersten Backvorgang sind die deutlich schneller wieder einsatzbereit. Preislich gesehen bewegen wir uns zwischen 10 und 60 Euro. Ich empfehle euch diesen Pizzastein von Rommelsbacher, einfach aus dem Grund, ich habe den schon seit 10 Jahren und der kam bei mir auch schon früher bei über 300 Grad mit einem minimalen Abstand zu einer offenen Gasflamme im Einsatz. Der ist nicht zersprungen, hat somit seine Feuertaufe bestanden. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Hauptaufgabe des Pizzasteins. Die Hauptaufgabe des Pizzasteins besteht im schnellen Transport von hohen Temperaturen in den Teig hinein. Hierdurch verdampft der Wasseranteil des Teiges und treibt diesen nach oben. Die Pizza geht auf. Durch den direkten Kontakt der Pizza mit dem Stein wird der Boden auch schön knusprig. Allgemein gilt, immer dann, wenn wir einen knusprigen Boden erzielen wollen, backen wir auf einem Stein. Auch im Falle einer Pizza, die im Blech gebacken wird. Wieso das so ist, erkläre ich euch in meinem übernächsten Video. Wer grundsätzlich mehr über die Auswirkungen der Backunterlagen beim Pizzabacken erfahren will, dem stelle ich einen Link zu einem anderen Video in diese Videobeschreibung hier rein. Jetzt kommen wir zur Anwendung des Pizzasteins. Es ist soweit. Wir haben unseren tollen Pizzastein bekommen und sind super happy. Das erste, was wir machen, ist, wir wischen den Pizzastein mit einem feuchten Lappen sauber und legen den Pizzastein dann auf das Rost im Ofen. Stellen unseren Ofen auf mindestens 250 Grad ein und heizen den auch für mindestens 45 Minuten, besser sogar noch eine Stunde vor. Sobald die Zeit um ist, backen wir unsere Pizza direkt auf dem blanken Pizzastein. Es kommt kein Backpapier dazwischen. Sollte mal was daneben gehen, so reinigen wir den Pizzastein einfach mit einem feuchten Tuch oder schaben ihn mit einer Spachtel sauber. Ölige Speisen wie zum Beispiel Kartoffelrösti sollten nicht auf dem blanken Pizzastein gebacken werden. Hierbei sickert das Öl in den Stein, verbrennt und das stinkt wirklich bestialisch. Noch ein Punkt. Stört euch nicht daran, dass der Stein Flecken bekommt, das ist ganz normal. Das war's auch schon für Teil 1. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wer wissen will, wie es weitergeht, abonnieren, liken und bis zum nächsten Mal.